Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gotchi TV. Heute geht es um das Tamagotchi Uni, um genauer zu sein, um dieses Tamagotchi Uni. Das haben wir nämlich von einem Mitglied aus der Tamagotchi Deutschland Gruppe zugesandt bekommen. Dieses Tamagotchi macht tatsächlich ein kleines Problem, und zwar springt der A-Knopf nicht mehr nach oben. Ob wir dieses Problem heute gelöst bekommen und vor allem, wie man ein Tamagotchi Uni überhaupt öffnet, das seht ihr heute in diesem Video. So, man sieht jetzt hier schon, dass der Knopf hier eingesackt ist, und sobald man das Tama umdreht, kommt der Knopf hier raus und der hat keinen richtigen Drückwiderstand mehr wie dieser Knopf. Und das Ganze versuchen wir jetzt mal zu beheben. Dafür müssen wir das Tamagotchi aufschrauben. Nachteil an dem Uni ist, dass das Uni hier mit solchen Plastikverschlusskappen abgedeckt ist und die müssen vorher entfernt werden. Und wie ihr das macht und was ihr alles für die Reparatur braucht, kriegt ihr jetzt wie immer erstmal aufgelistet. So, ihr benötigt für die Reparatur einen Schraubendreher, 100%iges Isopropanol, ein paar Wattestäbchen, eine Pinzette, einen Luftblasebalg, ein paar Handschuhe und ganz wichtig, Heißklebestifte. Natürlich benötigt ihr diese Heißklebestifte in Kombination mit einer Heißklebepistole, und was ihr jetzt genau machen müsst, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier mal meine blaue Matte hingelegt und jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr das Tamagotchi aufbekommt. Und zwar hier hinten sind so kleine Kunststoffkappen, und wie gerade schon in der Aufzählung erwähnt, benötigt ihr hierfür solche Heißklebestifte. Und ihr seht hier schon am Ende, ich habe die auf jeden Fall schon mal benutzt. Ihr könnt aber auch logischerweise einen neuen nehmen oder wo das Ende sauber abgekattet ist, da ist es ein bisschen einfacher. Und zwar werdet ihr dann mit der Heißklebepistole, wenn die hier vorne an der Spitze warm ist, die Spitze schmelzen, und sobald diese ganz warm ist, werdet ihr dann die erwärmte Spitze einmal hier auf diese Kunststoffkappen einmal drauflegen. Dann wartet ihr kurz und dann könnt ihr mit der Bewegung, also einmal so nach außen ziehen, könnt ihr dann diese Kunststoffkappen entfernen. Passt aber auf, dass ihr jetzt nicht unbedingt hier auf dem Aufdruck das Ganze macht, ist auch nicht so schlimm. Der Heißkleber lässt sich nachher problemlos und rückstandsfrei wieder entfernen. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ich zeige euch das jetzt erstmal bei der ersten Kappe, und danach würde ich sagen, gehen wir das Ganze im Schnelldurchlauf bei den anderen dreien dann auch durch. So, wir erwärmen hier jetzt einmal die Spitze, und sobald diese flüssig und warm ist, müssen wir uns auch beeilen, nehmen das Ganze und stülpen das einmal hier auf diese Kante. Das ist erstmal natürlich ein bisschen befremdlich, so mit einem Tamagotchi zu arbeiten, aber anders lassen sich diese Kunststoffkappen tatsächlich auch nicht entfernen. Und wenn man jetzt ein kleines bisschen wartet, also ihr müsst dem Ganzen da schon ungefähr 20 Sekunden Zeit geben, um dann auch fest zu werden. So, und wenn das Ganze dann fest ist, nach dem Motto, müsst ihr einmal kräftig ziehen. Und ihr seht, die Kunststoffkappe ist ab. Es könnte hier noch ein Rest bleiben, aber ihr seht, ihr könnt das ganz leicht entfernen. Das ist jetzt die erste Schraube, und ich würde sagen, die anderen drei werde ich jetzt erstmal genauso entfernen und dann melde ich mich zurück. So, das war der letzte Blob oder die letzte Abdeckung. Die könnt ihr dann immer ganz einfach mit ein bisschen Gefühl einfach hiervon abnehmen und dann zur Seite packen. Merkt euch bitte, welche Abdeckung ihr von welcher Seite genommen habt, weil das ist nicht unrelevant, weil die passen tatsächlich immer nur wieder in die Abdeckung, von der ihr sie abgenommen habt. Deswegen immer dann schön passend sortieren, wohin welche Abdeckung kommt. Ich habe euch jetzt mal näher geholt, und jetzt würde ich sagen, werden wir das Tama aufschrauben. Das ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen nur diese 4 Schrauben hier lösen, und dann ist das Tama auch schon aufgeschraubt. Das werden wir jetzt mal sofort machen. Das Tama ist jetzt aufgeschraubt, und jetzt werden wir die 4 Schrauben hier mal dann auch aus dem Case rausholen. So, jetzt sind alle Schrauben beiseite, und jetzt ist der Part, an dem wir uns die Handschuhe anziehen sollten. Wenn ihr keine habt, ist das auch nicht schlimm. aber es ist halt auf der einen Seite ganz hilfreich, weil ihr so halt irgendwelche Fettspuren auf eurem Tama letztendlich
vermeiden könnt. Ich bin selber mal sehr gespannt, woran es liegt, weil ich so einen Fehler auch noch nie hatte. Aber wir gucken es uns jetzt mal an. Das Tama öffnet ihr am besten immer entweder hier oben oder hier unten an der Ladeschale. Da hebelt ihr das einfach so mit dem Finger kurz an. So. Und dann lässt sich die Schale auch ganz einfach öffnen. Die kommt jetzt erstmal beiseite, die brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier den Reset-Knopf. Den können wir auch ganz einfach erstmal nehmen und ebenfalls beiseite räumen. Viele denken immer, dass man jetzt noch diese 2 Schrauben hier beseitigen muss. Das ist allerdings nicht richtig. Die müsst ihr nicht beseitigen. Ihr kriegt das Tama auch so raus. Und das werden wir jetzt machen. Dafür nehmen wir uns jetzt das Tama. Hier oben ist an dem Lautsprecher so ein kleiner Zwischenraum. Da werden wir mit dem Finger zwischengehen oder ihr hebt es hier unten einfach an der Ladebuchse vorsichtig an. Vielleicht auch so im Wechsel. Und dann könnt ihr das Tama einmal hochheben. So, und jetzt sehen wir tatsächlich schon das Innenleben von dem Tama und sehen hier, der Knopf macht Probleme und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Dazu nehmen wir den hier mal raus und gucken uns mal an, was hier genau schief gelaufen ist. Dazu nehmen wir den hier raus und das ist tatsächlich schon das, was ich vermutet habe, dass der Dome gerissen ist und deswegen das Ganze nicht mehr funktioniert. Wir versuchen jetzt mal hier irgendeine Alternative zu finden, über die ich mir jetzt mal kurz Gedanken machen muss und dann würde ich mich wieder zurückmelden. Also dieser Knopf, den kann man auf jeden Fall nicht mehr gebrauchen, der ist hinüber. Was will man da auch machen? Selbst wenn man es kleben würde, dadurch, dass das ja elastisch sein soll, bringt das natürlich nichts, wenn man dann den Knopf drückt und dann die Klebestelle wieder reißen würde. Das hat also grundsätzlich keinen Sinn. Aber wir haben natürlich auch Ersatz. Und zwar haben wir hier einen Reset-Knopf von einem Tamagotchi Connection und die sind nahezu identisch. Wenn man sich das Ganze jetzt mal auch hier anguckt, ist das fast gleich, so minimal, dass der Unterschied eigentlich nicht erwähnenswert ist. Und den können wir natürlich jetzt auch ganz einfach wieder hier reinmachen, sodass der hier drin ist und können dann den Knopf auch wieder hier zurück tun. Bevor wir das aber machen, würde ich dem Tama ein kleines Cleanup geben, Haare entfernen, Staub entfernen und dann wieder zusammenbauen. Das würde ich sagen, machen wir aber mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Das Tama ist jetzt inzwischen auch gereinigt. Ich habe die Knöpfe hier mit 100%iges Isopropanol gereinigt. Die Kontakte hier ebenfalls, das Display sauber gemacht und ebenfalls auch da das Display mit dem Blasebalken sauber gemacht. Ich hatte eben übrigens in der Aufzählung noch das Mikrofasertuch vergessen. Das ist auch immer ganz hilfreich, um so Staub auf dem Display zu entfernen. Und jetzt werden wir hier final nochmal die letzten Staubfusseln wegpusten. Passt aber auf, dass ihr jetzt hier nicht zu stark, weil sonst weht ihr euch diese Knöpfe hier weg. So, dann jetzt hier nochmal beim Display. So, und dann werden wir relativ zügig das Display hier umdrehen und einmal wieder hier einbauen. Das müsst ihr ein bisschen gucken, ein bisschen hier rüber, dann rastet das ein und dann ist das Tamagotchi fast auch wieder zusammengebaut. So, und jetzt habt ihr hier euer Tama und man sieht, die Knöpfe sind auf jeden Fall wieder da und der Knopf lässt sich auf jeden Fall schon mal drücken. Genau, so jetzt werden wir hier final drüber wischen, schauen uns hier nochmal an, aber hier gibt es eigentlich nicht großartig was zu reinigen. Hier die kleinen Härchen, die kann man notfalls noch entfernen, wenn das Tama gerade schon mal auf ist. So. Und dann werden wir noch einmal den Reset-Knopf hier reinigen. So.
Und dann ebenfalls den Reset-Knopf, den wir eben beiseite gepackt haben, auch noch mal kurz. So. Und werden den dann ebenfalls hier auf die Position wieder stellen. Dann pusten wir hier auch noch mal kurz rein, sämtlichen Staub dann beiseite. Gehen auch hier noch mal mit dem Mikrofasertuch. So. Und dann packen wir die Abdeckung wieder auf das Tama. Es geht relativ einfach, drückt ihr einmal fest und dann ist das Tama auch wieder geschlossen. Und jetzt kommen hier jeweils noch die 4 Schrauben rein, die wir eben abgeschraubt haben. So, die Schrauben sind jetzt drin. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr die Schrauben wieder reindreht, dreht zuerst ein bisschen zurück und dann rein. Wenn ihr so einen kleinen Widerstand merkt, dass es schwer geht, dann nochmal ein bisschen zurück, bis die Schrauben sich leicht reinschrauben lassen. Dann nutzt ihr nämlich das bestehende Gewinde, was sowieso schon dann existiert. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kappen hier wieder reinmachen. Achtet aber hier rauf, also wenn man das jetzt sich mal ganz vom Nahen anguckt, dann sieht man, dass hier noch leichte Überreste vom Kleber sind. Ja, die könnt ihr mit Isopropanol ganz einfach entfernen und wenn die dann weg sind, dann könnt ihr die Kappen auch wieder reinmachen. Schaut auch bitte bei den Kappen selber, ob da nicht noch irgendwie Rückstände von dem Heißkleber sind, weil sonst gehen die nicht ganz rein. Das hatte ich schon sehr oft und die kriegt man auch noch relativ schwer wieder raus. Deswegen muss man gucken, dass man diese ganzen Rückstände hier auch wieder beseitigt. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir haben jetzt alle Rückstände hier entfernt. Also wie gesagt, es ist auch ganz einfach. Es bleibt dann davon nichts übrig. Und jetzt nehmen wir uns die Kappen, die wir eben herausgezogen haben, schauen hier auch nochmal ganz genau nach, ob hier irgendwas an Heißkleber ist. Das ist ganz wichtig. Und wenn die komplett sauber sind, dann können wir diese Kappe nehmen. Und dann hat die hier vorne so eine kleine Aussparung. Und die Aussparung, die muss in diese Schiene hier vorne rein. Und dann ist das ein bisschen Frimmelarbeit, bis die an der Position ist, so wie hier. Und dann nimmt man sich das einfach, drückt die rein und dann ist sie auch wieder drin. Wichtig ist, dass die hier so schön gerade drin ist und nicht verbogen. Aber das kriegt man in der Regel ganz einfach hin. Und das machen wir jetzt noch bei den jeweils anderen dreien. So, die Abdeckungen sind jetzt alle wieder drin. Und jetzt gehen wir hier noch mal ein kleines bisschen mit Isopropanol rüber, um auch wirklich die letzten Klebereste, die sich gegebenenfalls auf den Abdeckungen angesammelt haben, zu entfernen. So, das Tamagotchi ist jetzt geschlossen und die Reparatur ist auch jetzt eigentlich abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, ob es auch funktioniert. Wie gesagt, die Tasten, die lassen sich jetzt auch wieder einwandfrei betätigen. Schalten wir es mal an. Und so, die A-Taste, die funktioniert, die B-Taste, die funktioniert und auch die C-Taste funktioniert ohne Probleme. Und damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das war's mit dem Repair-Video. Wir haben das Tama erfolgreich reparieren können und der Knopf ist jetzt auch wieder funktionsfähig und ich glaube, die Besitzerin ist da auch ganz froh, dass sie das Tama jetzt auch weiter nutzen kann. Außerdem hoffe ich natürlich auch, dass es euch weitergeholfen hat und euch zeigt, dass das gar nicht so schwer ist, so ein Tamagotchi Uni zu öffnen. Mit den richtigen Tricks und mit dem richtigen Werkzeug gelingt euch das eigentlich ganz einfach. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video grundsätzlich gefallen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen und hinterlasst gerne einen Kommentar, falls ihr mal irgendein Problem mit dem Tamagotchi Uni habt. Vielleicht können wir euch auf diesem Wege auch noch ein klein wenig helfen. Ansonsten sehen wir uns in einem neuen Video nächste Woche wieder und wir sagen bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao!